Hallihallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konga Bergen, Konga Crafts. Heute nähe ich für euch ein Tischset mit integrierter Bestecktasche. Dieser Streifen bei den Bestecktaschen, das ist kein Schrägband, sondern ist der Innenstoff, der länger ist. So wie beim Tatüter, falls es jemand kennt. Da habe ich es genauso gemacht. Und wenn ihr das Teil für Linkshänder haben wollt, dann müsst ihr das gerade umdrehen, dass die Rundung rechts ist und die Bestecktaschen auf die linke Seite setzen. Aber dann müsst ihr darauf achten, dass ihr die Öffnungen von den Bestecktaschen links und unten lasst und nicht wie bei den rechts. Na? Und ihr könnt auch den Stoff wählen, wie ihr wollt. Ich habe jetzt zwei mit dem gleichen Stoff gemacht, wo die Bestecktasche und das Set selbst im gleichen Stoff ist. Ihr könnt es aber auch so wie ich das jetzt für euch mache, damit ihr besser sehen könnt und unterscheiden könnt, in verschiedenen Farben machen. Das bleibt euch überlassen. Infos zum Video, weiterführende Anleitungen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Einfach auf mehr oder mehr ansehen, das ändert ihr ja ständig. Tippen, klicken. Und dann klappt alles runter oder rechts auf und dann kommt ihr zu den Infos, die ich für euch eingetragen habe. Ich mache das nicht für irgendwelche Firmen, ich mache das für euch, damit ihr wisst, wo ihr die Sachen herbekommt. Und wenn euch meine Videos und mein Kanal gefallen, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Einfach hier unten auf den Abonnieren-Button tippen, klicken, dann noch die kleine Glocke aktivieren auf alle und schon werdet ihr in den Newsfeed und auf YouTube informiert, wenn es was Neues von mir gibt. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Zuschauen, eventuell auch beim Nachnähen und los geht's! Zuerst das Schnittmuster ausdrucken, zusammenkleben und ausschneiden. Dann zuschneiden aus Baumwollstoff für Ober- und Unterseite und Volumenvlies. Also Volumenvlies, Baumwollstoff für oben und Baumwollstoff für unten. Dann Außenstoff für die Bestecktasche groß und Bestecktasche klein. Dann Innenstoff für Bestecktasche groß und Bestecktasche klein. Den Schnitt für die Fließline kennt ihr am roten Rahmen für Bestecktasche groß und natürlich für Bestecktasche klein. Und das war's auch schon. Zuerst nehmen wir die Innenstoffteile der Bestecktaschen und die Fließline-Teile. Die Stoffteile mit der linken Seite nach oben hinlegen und die Fließline wird mit der glänzenden Seite nach unten auf die linke Stoffseite der Innenteile gebügelt, sodass rechts und links ein gleichmäßiger Rand entsteht. 20 Minuten liegen lassen, damit der Kleber sich mit dem Stoff gut verbinden kann. Jetzt den oberen Stoff für das Tischset nehmen und mit der linken Seite nach oben hinlegen. Das Volumenvlies mit der rauen Seite, das ist die Klebeseite, nach unten auf die linke Stoffseite gemäß der Herstelleranleitung aufbügeln. Nun Innen- und Außenstoff der Bestecktaschen nehmen und rechts auf rechts oben bündig zusammenlegen, sodass der Innenstoff unten rausschaut. Klammern oder stecken. Das gleiche bei der großen Bestecktasche. Dann hier entlang zusammennähen. Anfang und Ende verriegeln. Stoff an den Nähten auseinanderziehen und glatt drücken. Die Nahtzugaben in Richtung Außenstoff legen. Dann knapp kantig hier entlang nähen.
Jetzt rechts auf rechts, unten bündig zusammenlegen. Oben steht der Innenstoff über. Nun müsst ihr aufpassen, dass ihr die richtige Seite zusammennäht. Außenstoff liegt oben. Also ihr müsst hier rechts zusammennähen, dass wenn ihr wendet, die linke Seite zugenäht ist. Wollt ihr die Bestecktasche links aufnähen, müsst ihr die linke Seite zusammennähen, damit sie nach dem Wenden rechts zugenäht ist. Nun klammern oder stecken und rechts hier entlang nähen. Das gleiche mit der großen Bestecktasche. Und denkt daran, der Außenstoff liegt oben. Und auch hier rechts entlang nähen. Anfang und Ende verriegeln. Beide Bestecktaschen wenden. Die Ecken und Kanten gut rausdrücken. Gut bügeln. Rechts und unten offen und auch hier. Zuerst nähen wir die kleine Bestecktasche auf die große und dazu nehmen wir das Schnittmuster der kleinen Bestecktasche für den Außenstoff. Legen es so auf, dass es rechts bündig mit der Kante ist. Oben und unten mit Kreide oder Seife markieren und eine Linie ziehen. Hier ist der Abstand schmäler, da er hier rechts 1 cm später wegfällt durchs Zusammennähen. Jetzt auflegen, unten links und rechts bündig und stecken. Auf der Linie entlang nähen, Anfang und Ende verriegeln. Jetzt wollen wir die Bestecktasche auf das Tischset nähen. Dazu müssen wir erst die Linien einzeichnen, auf denen wir nähen. Schnittmuster der großen Bestecktasche für Außenstoff auflegen, sodass die rechte Kante übereinstimmt. Und beide Linien oben und unten mit Kreide oder Seife markieren. Unten die kleine Bestecktasche jeweils zur Seite klappen und dann jeweils eine Linie zeichnen. Jetzt die Bestecktasche auf das Tischset legen, rechts und unten bündig. Die kleine Bestecktasche zur rechten Seite klappen und mit einer Klammer fixieren. Und die große Bestecktasche feststecken. Auf der Linie entlang nähen. Dann die rechte Seite nach links umklappen und auf der rechten Seite auf der Linie nähen. Anfang und Ende verriegeln. Nun müssen wir beide Bestecktaschen hier links noch auf dem Tischset festnähen. Mit Nadeln fixieren. Knappkantig hier entlang nähen. Und wie immer Anfang und Ende verriegeln. Und jetzt hier mit großen Stichen knappkantig zusammennähen, so hat man es später einfacher mit dem Zusammennähen des Tischsets. Nun den Stoff für die Unterseite rechts auf die Oberseite auflegen.
und Klammern und mit Hilfe des Schnittmusters die Wendeöffnung einzeichnen oder mit Nadeln markieren. Dann ringsum zusammennähen und dabei die Wendeöffnung offen lassen. Anfang und Ende verriegeln. An der Ecke Nadel im Stoff stecken lassen, Füßchen hoch, drehen, Füßchen runter und weiternähen. Die Nahtzugabe der Ecken schräg bis kurz vor der Naht abschneiden. Dann in der Rundung Dreiecke rausschneiden, damit sich die Nahtzugabe nach dem Wenden innen flacher legt. So ungefähr sollte es aussehen. Jetzt durch die Wendeöffnung nach außen wenden. Mit dem Ecken- und Kantenformer die Ecken und Kanten schön ausformen. Die Nahtzugaben der Wendeöffnung nach innen legen, so dass es eine Linie gibt. Das Ganze gut bügeln. Hier bei den dickeren Stellen lieber ein Bügeltuch verwenden, dieses anfeuchten und dann drüber bügeln, da es sonst glänzende Stellen geben kann. So, wir sind fast fertig. Nur noch ringsum knapp kantig nähen und dabei wird die Wendeöffnung automatisch geschlossen. An den dickeren Stellen hilft eine Hebamme, also ein Höhenausgleich. Jetzt nur noch Besteck rein und Teller drauf und fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss!